Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, eine heftige Korrektur hat den Gold- und Silbersektor erreicht und wir werden die Frage beantworten in diesem Video, wie weit geht es mit dem Crash oder ist es hier nur eine normale, gesunde Korrektur? Was sind die wichtigen Marken? Welche Kursziele gibt es und wie agiert man jetzt am besten in diesem Markt? All das in diesem Video. Ja, wir haben eine beachtliche Rallye hinter uns gehabt, jetzt bei Gold und Silber, und da ist es auch mal normal, dass man mal eine Korrektur sieht. Jetzt ist die Korrektur ja schon ordentlich ausgefallen, das kann man glaube ich schon so sagen. Und wir werden jetzt auch die konkreten Kursziele besprechen, beziehungsweise werden auch mal so ein bisschen einen weiteren Blick für die nächsten, ich sag mal, Monate auf den Kurs werfen, was hier zu erwarten ist. Und tatsächlich möchte ich gleich mal so ein bisschen einen kleinen Spoiler geben nach dem Motto, okay, seid vorsichtig, agiert nicht zu früh. Bevor wir aber anfangen, natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung darstellt und auch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, ja, spannende Zeiten aktuell und wir gucken uns gleich mal den Chart von Gold an. Mit dem fangen wir jetzt heute hier an. Wir sehen Gold hier im Tageschart und da habe ich schon beim letzten Video hier so diesen Korridor eingezeichnet, sage ich mal, so zwischen 4.000 und 4.400 Dollar auf der Oberseite und 4.000 Dollar auf der Unterseite. Das hat im ersten Moment auch noch ganz gut geklappt. Ihr seht es hier. Wir haben jetzt hier auch eine Unterstützung zunächst gefunden, hier bei dieser Marke, haben aber hier diesen gleitenden Durchschnitt als Widerstand wiedergefunden, diese 9er gleitenden Durchschnitt. Der 20er hat auch nicht als Unterstützung gehoben und wir brechen jetzt so ein bisschen weiter nach unten durch. Das ist jetzt an sich noch kein großes Problem. Wir werden auch noch in die größeren Charts schauen, weil das ist auch wichtig zu verstehen. Okay, wenn wir jetzt hier quasi diese Unterstützung im Tageschart verlieren, sagen wir mal in der kleinen Bastion, dann müssen wir auf den nächsten Timeframe gucken und das ist eben der Wochen- bzw. der Monatschart, wohin es da gehen kann. Jetzt kurzfristig, jetzt heute am Montag, wo ich das Video aufnehme, Montagabend, da sehen wir eben schon, okay, Gold hat diese wichtige Marke bei 4.000 Dollar nicht gehalten. Das bedeutet, das nächste Kursziel im Grunde ist dann auch ein Stückchen tiefer. Das wäre dann, oder ich würde hier wirklich den gleitenden Durchschnitt, den 50-Tages-gleitenden Durchschnitt hier mal in den Raum werfen. Da wäre die Unterstützung so bei 3.800 Dollar, können wir mal Pi mal Daumen runden. Das ist so das nächste Ziel oder dieser nächste Korridor, den ich im Blick habe, ja, für Gold. Indem man mal so ein bisschen darauf achten kann, okay, vielleicht könnten wir hier so eine kurzfristige, ja, Aufhol-Rallye sehen. Wobei das noch lange nicht bedeuten muss, dass wir hier auch wirklich ein Ende dieser Korrektur sehen. Denn was wir jetzt hier als Unterstützung gerade dabei sind zu durchbrechen, das wird dann entsprechend auch zum Widerstand, wenn wir von unten nach oben durchbrechen. Das heißt, wir müssen so ein bisschen darauf achten, okay, wie tief geht's und dann die Erholungsrallye ist da Stärke, wobei ich eher glaube, nach so einer wirklich beachtlichen Rallye im Goldpreis, dass wir hier erstmal sowas sehen, so nach dem Motto, wir sehen ein bisschen eine tiefere Korrektur, tatsächlich so bis 3.600 Dollar, 3.700 vielleicht. Ich zeichne das mal kurz ein. Das ist so die Marke, die ich so tatsächlich so im Blick habe, wo ich tatsächlich glaube, wo es auch durchaus realistisch in den nächsten Monaten hingehen kann. Das bedeutet jetzt nicht, dass der Aktienmarkt fällt, um mal so ein bisschen die Kurve zu kriegen in die Richtung. Der Aktienmarkt ist, glaube ich, jetzt im November und auch Dezember, glaube ich, dass wir eine Jahresendrally sehen können. Das könnte auch Druck auf den Goldpreis ausüben, weil natürlich auch dann Geld in die Aktien fließt und vielleicht auch raus aus Gold, weil hier dann auch Gewinnmitnahmen stattfinden, also klar so ein bisschen ein Umschichten im Markt. Das wäre ganz normal. Deswegen wäre ich jetzt für Gold, was das restliche Jahr 2025 angeht, nicht so bullish, aber 2026, glaube ich, wird immer noch interessant. So, jetzt gucken wir mal auf diese wichtigen Marken, die ich ja schon im Tageschart eingezeichnet habe. Ja, diese Marke wird 3.600 bis 3.700 Dollar. Da liegt auch der 20-Wochen gleitende Durchschnitt. Und wenn wir uns mal so die Historie anschauen beim Gold, dann sehen wir, wir sind ja schon seit März 2024 im Grunde in einem sehr, sehr guten Bullenmarkt. Und da ist es auch ganz normal, dass der Kurs einfach mal auch diesen 20-Wochen gleitenden Durchschnitt hier berührt. Das haben wir jetzt, ich nehme gerade mal die Zeichnung weg. Wir haben jetzt hier diese Linie. Wir sind noch ein gutes Stück davon entfernt. Das heißt, wir haben noch ordentlich Luft nach unten. Ja, das sind so knapp 7%. Das ist für Gold tatsächlich relativ viel. Aber das wäre so tatsächlich so meine erste Marke, wo ich sagen würde, okay, so 3.000, ja, man kann auch durchaus sagen 3.700 Dollar. Da habe ich mal ein Auge drauf, um so quasi so mal so auch ein bisschen zu traden kann man ja auch. Oder beziehungsweise sukzessive dann auch in Gold wieder einzusteigen, beziehungsweise vielleicht dann auch in die Goldminenaktien.
So, das ist jetzt so die Marke für im Wochenchart. Ihr seht hier, also das passt mit dem Tageschart und dem Wochenchart ganz gut zusammen. Das sind eben so, wie man hier rangeht. Man guckt sich die einzelnen Timeframes an und guckt, wo sind die Unterstützungen. Und je mehr Unterstützungen auf einen Fleck zusammenfallen, desto wichtiger ist diese Unterstützungszone. Klar, ich meine, ich rede jetzt hier viel von Charttechnik, aber das ist die beste Methode, eben um solche Assets wie Gold oder auch Silber oder Bitcoin oder so zu analysieren. Wir sind jetzt hier klar auch übergekauft gewesen, wenn wir uns mal den Indikator anschauen, hier das RSI. Das heißt, wenn wir uns mal so die Vergangenheit anschauen, klar, es gab Phasen im Hype, ja, wo Gold wirklich sehr, sehr gut gelaufen ist. Das hatten wir jetzt bis vor kurzem, bis Mitte Oktober. Jetzt sind wir in einer Cooldown-Phase. Das bedeutet, der RSI kann hier entsprechend auf dieses Niveau auch wieder zurückfallen. Wenn wir da drunter fallen, dann mache ich mir so ein, ich will nicht sagen Sorgen, aber dann gucke ich so ein bisschen bärischer drauf, weil dann könnten wir auch ein bisschen einen längeren Seitwärtskorridor bekommen, beziehungsweise auch eine tiefere Korrektur allgemein. Warum könnten wir eine tiefere Korrektur bekommen? Das sehen wir hier am Monatschart. Und da seht ihr eigentlich schon diese, ja, das wirklich krasse, was Gold eigentlich hingelegt hat. Wir haben hier in den letzten Monaten noch nicht mal den 20-Monats gleitenden Durchschnitt so richtig berührt. Wenn wir mal auf die letzten Bullenmärkte gucken, dann sehen wir, okay, wir haben das eigentlich schon ganz gut so gehalten. Jetzt eigentlich hier relativ auch, aber ihr seht schon so ein bisschen, ja, wir sind schon stärker gelaufen als jetzt in den letzten Bullenmarktphasen, zum Beispiel in 2008 und 2009. Das ist per se gut, ja. Ich glaube auch nicht, dass die Rallye hier vorbei ist, aber ich denke, dass wir hier durchaus auch mehrere Monate jetzt an dem Punkt mal auch ein bisschen seitwärts laufen können. Das hat ja auch Gold hier hin und wieder mal gemacht, dass wir einfach mal so ein halbes Jahr nicht viel sehen. Also ich glaube tatsächlich, dass wir so bis ja, Frühjahr 2026 kein neues Allzeithoch bei Gold sehen. Ich denke, das ist jetzt erstmal vorbei, weil wir eben auch im Monatschart so stark übergekauft sind. Und wenn wir jetzt in den kleinen Timeframes hier im Wochen- und Tageschart quasi einen Abwärtstrend einleiten, dann wird sich dieser Abwärtstrend hier immer weiter fortpflanzen in den größeren Timeframe. Ich bin mal gespannt, Ende Oktober, wie diese Kerze ausfällt. Wenn wir hier noch einen größeren Docht sehen im Grunde, mit vielleicht sogar einem roten Körper, dann ist es immer auch so ein Reversal, ja, also ein Trendumkehrsignal. Das bedeutet, oder wäre für mich ein starkes Signal dafür, dass wir mal zumindest, was es ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder getan hat, hier diesen 20-Monats-gleitenden Durchschnitt auch mal wieder berührt. So, dieser 20-Monats-gleitende Durchschnitt, der kommt jetzt hoch. Der kommt in den nächsten Monaten immer weiter so Richtung, ja, ich würde mal sagen, $3.300. Das heißt, die wirklich interessante Zone, wo ich Gold, ich sag mal, auch womöglich sehen könnte für eine tiefere Konsolidierung, das wäre so die Marke so um $3.400. Ihr seht also, das Fallpotenzial vom aktuellen Niveau ist immer noch da. Wir sind gerade mitten in der Korrektur, das ist normal, ja. Ihr seht, selbst wenn wir hier entsprechend nur 15% korrigieren, dann wäre immer noch nichts gebrauchen. Tatsächlich, wenn wir hier sogar den 50-Monats gleitenden Durchschnitt berühren würden, das wäre unter 2000, also das wären jetzt auf dem aktuellen Niveau $2.500. Ja, das wäre tatsächlich auch immer noch per Definition im Bullenmarkt. Und ich bin mal gespannt auf die Nachrichten und auf die Schlagzeilen, wenn das passieren würde. Dann wären, glaube ich, alle hier in Armageddon-Stimmung, was zumindest mal Gold angeht. Was natürlich Gold betrifft, das betrifft natürlich auch seinen kleinen Bruder, das ist das Silber. Silber sieht im Grunde genau gleich aus. Wenn wir hier im Monatschart mal bleiben, haben wir auch eine sehr, sehr parabolische Bewegung gesehen in den letzten Monaten. Wir haben natürlich diese wichtige Marke bei $50 gehabt. Da sind wir jetzt wieder durchgebrochen. Das ist tatsächlich gar nicht mal so gut, zumindest kurzfristig. Ich hätte schon ganz gern gesehen, dass wir zumindest auf hohem Niveau so eine Konsolidierung gehalten hätten. Das wäre tatsächlich ein bisschen bullischer gewesen, beziehungsweise hätte einfach mehr Stärke gezeigt. Und von dort, wenn wir das gesehen hätten, hätten wir auch relativ gute Chancen gehabt, dann auch in kurzer Zeit dann auch weiter nach oben auszubrechen. So ist die Story jetzt erstmal per se. Das bedeutet, wir müssen auch hier schauen, dass wir in tiefere Regionen mal unsere Unterstützung finden. Und wenn wir hier mal den Monatschart und so anschauen, dann sind die gleitenden Durchschnitte doch ziemlich weit entfernt. Das heißt, für Silber glaube ich tatsächlich, dass die Korrektur auch nochmal deutlich stärker stattfinden wird. Ich glaube, dass wir bei Silber $40 sehen könnten. Wenn es ganz schlimm läuft, sogar $35. Das würde mich bei Silber tatsächlich nicht wundern, weil Silber ja immer eine sehr, sehr volatile Geschichte ist. Aber das ist tatsächlich möglich. Jetzt gucken wir mal so ein bisschen wieder in die Timeframes und hier sehen wir sind auch schon ein bisschen bärischer. Wir sind hier schon dabei, den 50-Tages-gleitenden Durchschnitt zu berühren. Das heißt, wir sind bei Silber schon so ein bisschen bärischer, also ein bisschen stärkerer Abwärtstrend. Das bedeutet, oder ich würde sagen, oder mich sogar auch darauf festlegen, dass wir bei Silber definitiv hier in den nächsten Tagen durchbrechen werden.
Und dementsprechend auch tatsächlich so das Kursziel $40 bei Silber ist so das nächste, was ich in den nächsten Wochen erwarte. Je schneller wir das erreichen, also je schärfer diese Korrektur wird, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann entsprechend auch eine starke Gegenbewegung sehen. Aber da darf man sich nicht davon täuschen lassen. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir sofort eine V-Erholung sehen. Ja, eine V-Erholung wäre ja das. Kann natürlich auch sein, je nachdem, was für eine Nachrichtenlage man hat. Ja, das wissen wir. Der Markt ist ja tatsächlich ein bisschen schwierig aufgrund von manchen politischen Sachen. Aber ja, das ist so das Ziel für Silber. Bei $40 werde ich dann aber definitiv mal ein Auge drauf werfen und entsprechend auf die Silberminenaktien, weil die werden natürlich auch ordentlich abgestraft. Da werden wir gleich noch einen Blick drauf werfen, ganz kurz, aber dann mache ich noch mal ein separates Video für die einzelnen Silber- und Goldminenaktien. Das heißt, hier an dieser Stelle, wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Das würde mich freuen und den Kanal unterstützen für den YouTube-Algorithmus, ihr kennt es ja. Und dann schauen wir uns das Ganze mal weiter an. Ja. So, wie gesagt, Silber hier am 50-Tages-kleinen Durchschnitt hier schon bei $46, kann man mal Pi mal Daumen runden. Am Tageschart seht ihr auch hier der 20-Wochen-kleinen Durchschnitt, an den ich mich quasi als nächstes orientiere. Der ist schon noch ein gutes Stück auch entfernt hier. Also 10% Korrektur bei Silber ist immer noch drin. Wir versuchen gerade so ein bisschen Unterstützung hier zu finden. Aber dadurch, dass wir jetzt hier eine relativ starke Gegenbewegung gesehen haben, glaube ich, dass wir auch relativ schnell hier durchbrechen. Wie gesagt, dann wird die Marke so bei $43 interessant. Hier der gleitende Durchschnitt. Wie gesagt, auch die $40-Marke ist hier interessant. Das war so, könnte auch eine gute Unterstützung sein, weil es auch eine runde Zahl ist. Und dann müssen wir aber, wenn diese Marke nicht hält bei $43, dann müssen wir eben, wie gesagt, ein Stockwerk tiefer schauen. Das wäre die $40 und vielleicht sogar noch ein bisschen darunter. Also wie gesagt, bis $35 ist möglich. Aber da wäre es definitiv Silber dann auch interessant, weil ich meiner Meinung nach, weil wir da immer noch in einem sehr, sehr guten Marktumfeld sind, mit auch entsprechender Dollarschwäche. Das möchte ich auch nochmal zur Erinnerung rufen. Kann durchaus sein, weil der US-Dollar gerade so ein bisschen so ein Trendsignal, ein Trendumkehrsignal hat. Ja, wir haben hier so einen Boden, hier so ein Doppelboden quasi mit einer starken Kerze, Trendumkehrkerze. Und jetzt könnten wir auch so eine kleine Rallye beim Dollar sehen. Das würde auch damit zusammenpassen, dass wir gerade so ein bisschen eine Entspannung sehen, was den Handelskrieg angeht. Ja. USA und China sprechen, würde mich das nicht wundern, dass hier der US-Dollar noch weiter steigt und Gold auch noch mal und Silber natürlich auch noch mal deutlicher korrigiert. So, dann würde ich mal sagen, blicken wir noch mal ganz kurz auf die Gold-ETFs. Was haben denn die gemacht? Die sehen natürlich ähnlich bullish aus. Ja? Der VanEck Gold Miners ETF zum Beispiel ist ebenfalls noch sehr weit von seinen gleitenden Durchschnitten entfernt. Das heißt, auch bei den Goldminenaktien gibt es da noch Rückschlagspotenzial, aber das ist angesichts der guten Margen, die ja aktuell haben, und ich glaube, dass der Goldpreis auch längerfristig auf einem höheren Niveau bleiben wird, sich wieder fangen wird und die Goldminenaktien entsprechend gut verdienen werden und natürlich auch die Dividende erhöhen werden. Ich glaube, da kann man ganz gute Schnäppchen machen, wenn wir tatsächlich so eine heftige Korrektur sehen, dass der VanEck Gold Miners ETF hier sogar unter $60 kommen würde. Also da würde ich definitiv zugreifen. Ich halte meinen Cash bereit. Das ist schon mal so eingeplant, und für Silber sieht es ja genau gleich aus. Ja, da haben wir auch hier bei den Silberminenaktien, die sind auch noch sehr, sehr gut gelaufen. Sehen wir ja auch hier. Auch hier der gleitende Durchschnitt ist entsprechend auch noch so gut 20, also etwas mehr als 20% entfernt. Und wenn wir noch eine 20% Korrektur bei den Silberminenaktien sehen, dann würde ich hier entsprechend auch zuschlagen. Klar kann man einen ETF nehmen oder vielleicht auch Einzelaktien, aber das besprechen wir dann zum Beispiel auch in dem Video. So, das war's von meiner Seite. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, von den aktuellen Bewegungen bei Gold und Silber. Seid ihr dabei? Kauft ihr schon ein? Wartet ihr noch ab? Wie seht ihr die Rallye? Wie seht ihr 2026? Bin mal gespannt auf eure Kommentare. Lasst da gerne diskutieren, und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin alles Gute, viel Erfolg und ciao.